Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. Viele Menschen leiden in der heutigen Zeit an verstopften Arterien, auch Arteriosklerose genannt. Zucker, raffinierte Lebensmittel, leere Kohlenhydrate, Fettleibigkeit, Bluthochdruck, Drogen, Alkohol und Stress und andere ungesunde Lebensstilfaktoren führen zu einem Überschuss an freien Radikalen und diese verursachen eine Entzündung der Arterien. In den Arterienwänden entstehen winzige Risse. Diese Risse müssen vom Körper repariert werden, andernfalls würde das Blut die Blutgefäße verlassen können und es käme zu inneren Blutungen. Cholesterin eignet sich sehr gut als Kittmaterial und wird folglich zum Überkleben der feinen Blutgefäßverletzungen verwendet. Die Ablagerungen an den Arterienwänden bestehen aus Calcium, Bluteiweißen und Cholesterin. Alle drei Stoffe zusammen ergeben eine Masse, die zementartige Festigkeit erreichen. Aufgrund dieser Ablagerungen an den Arterienwänden werden die Arterienwände immer dicker, härter und enger, verlieren ihre Elastizität und dem Blut bleibt immer weniger Platz, bis der Blutstrom unterbrochen wird. Dies ist die häufigste Todesursache auf der Welt, weil verstopfte Arterien Herzinfarkt, Schlaganfälle und Lungenembolien verursachen können. Die beste Methode, verstopfte Arterien zu befreien, ist es, den eigenen Lebensstil zu verändern und damit die Gesundheit auf lange Sicht zu bewahren. In diesem Video zeige ich euch daher die Schritte, die man unternehmen kann, verstopfte Arterien wieder zu befreien und besseren Blutfluss vom und zum Herzen zu gewährleisten. Erstens Vitamin K2. Es ist eines der wichtigsten Mikronährstoffe, um das Calcium aus dem weichen Gewebe in den Arterien zu entfernen und in die Knochen zu transportieren, wo es hingehört. Dadurch werden die Arterienwände elastischer, sodass das Blut wieder freier fließen kann und Bluthochdruck damit verhindert werden kann. Vorzugsweise nimmt man es zusammen mit dem Vitamin D3 ein. Mein Video zu den wichtigsten Nahrungsergänzungsmitteln, die heute jeder zu sich nehmen sollte, das werde ich euch hier oben nochmal verlinken. Zweitens Nattokinase. Dies ist ein Nahrungsergänzungsmittel, welches man täglich supplementieren könnte. Es ist ein Enzym, das aus Natto, einem japanischen Gericht, welches aus fermentierten Sojabohnen besteht, extrahiert wird. Dieses Enzym besitzt sehr gute Eigenschaften für den Schutz des Herzens, indem es dabei hilft, Blutgerinnsel zu verhindern und das Blut zu verdünnen. Es ist eine gesunde Alternative zu Aspirin und hilft dabei, den Blutdruck zu senken und Fasergewebe in den Arterien zu reduzieren. Aber auch OPC hätte die gleiche Eigenschaft. Das werdet ihr in meinem Video zu den Nahrungsergänzungsmitteln finden. Drittens Antioxidantien. Die Hauptursache von verstopften Arterien ist die Entzündung der Arterienwände, die durch den oben genannten ungesunden Lebensstil entsteht. Antioxidantienreiche Nahrung kann Entzündungen verhindern und helfen, dass die Oxidation abheilen kann. Grünes und vor allem das Kreuzblütlergemüse wie Brokkoli und alle Kohlsorten, Wildkräutersäfte, eines meiner Videos dazu kann ich euch hier oben verlinken, aber ebenso Vitamin C aus der Camu-Camu-Frucht, das Video dazu werde ich euch hier auch nochmal verlinken, als auch das Nahrungsergänzungsmittel Q10 gehört zu den antioxidantienreichsten Nahrungsmitteln. Viertens Omega-3-Fettsäuren. Sie wirken entzündungshemmend, während Omega-6-Fettsäuren die Entzündungen fördern. Die heutige gut bürgerliche Ernährung ist sehr Omega-6-lastig und die herkömmlichen Speiseöle, Margarine, die vielen Transfette, die in allen Fertiggerichten und Fastfood enthalten sind und so weiter, verursachen mit den Jahren Entzündungen in den Arterien. Deshalb sollte man diese Fette gegen hochwertige Fette und Öle austauschen und nur noch mit nativem Kokosöl oder Ghee kochen und in der rohköstlichen Küche native pflanzliche Öle verwenden, wie Olivenöl zum Beispiel. Hochwertige Fettquellen wie Avocados, Chia, Hanf, Leinsamen, Bio-Weidebutter und vor allem die Supplementierung von Omega-3, Algenöl und so weiter werden die Entzündung in den Arterien verringern und damit einhergehend die Steifigkeit und den Plag in ihnen reduzieren. Fünftens, leere Kohlenhydrate vermeiden. Sehr zu empfehlen wäre es, raffiniertes Getreide vollkommen aus der Nahrung zu entfernen und eine Low-Carb-Ernährung zu praktizieren, da die vielen und vor allem die leeren Kohlenhydrate die Hauptursache für verstopfte und unelastische Arterien sind. Stattdessen wäre es zu empfehlen, viel Grünzeugs in die Ernährung zu integrieren, in Form von Smoothies und frisch gepressten grünen Säften. Auch wäre es zu empfehlen, mehr Beeren zu konsumieren, die wenig Zucker enthalten. Sechstens, reduziere den Ausstoß von Cortisol. Viele Menschen leben heute mit einem hohen Dauerstresslevel durch Wut, schlechten Schlaf, Angst und zu vielem Essen.
Dies erhöht das Risiko von verstopften Arterien, weil es eine Imbalance von Hormonen wie Cortisol verursacht. Cortisol ist das Stresshormon und kann in hohen Mengen und auf Dauer die Arterien zerstören, da es den Blutzuckerspiegel erhöht, der für die Zerstörung der Zellen in den Arterienwänden verantwortlich ist. Es ist daher wichtig, Dauerstress zu vermeiden und täglich einen Spaziergang in der Natur zu unternehmen. Schaut euch auch gerne nochmal mein Video zum Melatonin an, worin die Sprache von dem Infrarotlicht in der Sonne ist, welches überall in der Natur reflektiert wird und das stärkste Antioxidant in den Zellen stimuliert. 7. Ausreichend Schlaf. Menschen, die weniger als 6 Stunden in der Nacht schlafen und auch eine falsche Schlafhygiene praktizieren, haben ein 27-prozentiges höheres Risiko, Plaque in den Arterien zu entwickeln, als Menschen, die 8 Stunden Schlaf und eine gesunde Schlafhygiene haben, indem sie früh schlafen gehen. Denn bei ausreichend und gesundem Schlaf werden Entzündungen in den Arterien reduziert und der Körper und seine Hormone regenerieren sich in dieser Zeit. 8. MCT-Öl ist ein besonderes Öl, welches einige Gesundheitsvorzüge in Bezug auf das Herz und das Gehirn hat. Wer irgendeine Form von existierendem Herzschaden hat, dann kann die tägliche Einnahme davon dabei helfen, das Herz mit Ketonkörpern zu versorgen. Diese sind eine alternative Treibstoffquelle zur Glucose, welche das Herzgewebe direkt versorgen und dabei helfen, es stark und gesund zu halten. Mein Video zur ketogenen Ernährung verlinke ich euch hier oben nochmal. 9. Mineralstoffe. Mehr bioaktive Mineralstoffe durch die Ernährung zu erhalten, ist essentiell, wenn es sich um verstopfte Arterien handelt und darum, das Blut zu stärken. Meeresalgen beinhalten große Mengen an Mineralstoffen, wie zum Beispiel die Braunalge, irisches Meermoos und Blasentang. Besonders Kalium und Magnesium werden benötigt, um den Herzschlag zu regulieren und die Muskeln in den Arterien zu beschützen. Diese finden wir auch in Gemüse wie Grünkohl, Rosenkohl, andere Kohlarten und rote Beete. Zuletzt kann ich ein Rezept empfehlen, welches aus einem starken täglichen Trunk besteht, das dabei hilft, Plaque in den Arterien abzubauen und den gesamten Körper zu stärken. Dazu benötigt man zuallererst mal ein großes Glas reines Wasser. Ich benutze da wie immer mein dampfdestilliertes Wasser, denn das ist das reinste Wasser. Und das könnte man sich dann auf dem Herd kurz erwärmen, denn warm tut es im Winter sehr gut und es erhöht die Bioverfügbarkeit des Kurkuma. Als nächstes werden wir eine Bio-Zitrone auspressen und diesen Saft geben wir dann zu dem Wasser in das Glas hinzu. Als nächstes geben wir dann 1 Esslöffel von meinem natürlichen Antibiotikum hinzu. Das Video dazu werde ich euch an der Pinnwand unter dem Video verlinken. Und als letztes kommt 1 Teelöffel von meiner Kurkuma-Paste hinzu. Das Video zur goldenen Milch, wo ich zeige, wie man diese Kurkuma-Paste herstellt, das werde ich euch auch unten an der Pinnwand verlinken. Diesen Trunk, der sogar richtig lecker schmeckt, man könnte ihn theoretisch auch mit etwas Honig oder mit Stevia süßen, wenn man das gerne möchte. Den könnte man einmal am Tag trinken, um Plaque in den Arterien zu verringern und sie vor Entzündungen zu bewahren. Wir sehen also, dass es viele natürliche Methoden gibt, den Lebensstil zu verbessern, um den Blutfluss im Körper zu erhöhen und die Arterien auf natürliche Weise von Plaque zu befreien. Wichtig zu erwähnen ist, dass die wahre Ursache von verstopften Arterien nicht das Cholesterin ist, wie uns die Schulmedizin immer versucht weiszumachen, sondern die Entzündung, welche den Schaden in den Arterien anrichtet. Zur Cholesterinlüge werde ich inshallah in der Zukunft noch ein Video hochladen. Den Körper daher mit allen notwendigen Nährstoffen aus gesunden Nahrungsmitteln zu versorgen und Zucker, leere Kohlenhydrate und Alkohol zu vermeiden, ist der Schlüssel zu diesem Problem. Wer um den Bauch herum eine Fettlage besitzt, hat ein weitaus größeres Risiko, an einer Fettleber und verstopften Arterien zu erkranken. Wer täglich Medikamente einnimmt, sollte sich mit seinem Arzt oder Heilpraktiker besprechen, bevor er sich an den oben genannten natürlichen Methoden versucht. Ja, damit ist das Video beendet. Wenn es euch gefallen haben sollte und von Nutzen war, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und teilt dieses Video mit euren Freunden und Bekannten. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.